I had just had thyroid cancer, and all of a sudden I was realizing, why am I not dancing? Why am I letting anything stand in my way of my joy? Im Sommer 1987 hatte Dirty Dancing gerade die ganze Welt erobert. Die Chemie zwischen Jennifer Grey und Patrick Swayze war elektrisierend, rau, romantisch und unvergesslich. Auf der Leinwand waren sie magisch. Allerdings war ihre Chemie auf dem Bildschirm alles andere als echt. Jennifer Grey verbarg etwas. Sie verbarg mehr als nur ihre Nerven. Sie verbarg mehr als nur ihre Anspannung. Etwas Persönliches. Schmerzhaft. Gefährlich. Hätte sie den Mund aufmachen sollen? Geben Sie eine 1 für Ja ein. Oder eine 0, wenn Sie denken, dass es die richtige Entscheidung war. Zu schweigen. Was hat sie also verraten? Tauchen wir ein. Jennifer Greys Geheimnisse und der Zusammenstoß der roten Morgenröte. Als Dirty Dancing 1987 in die Kinos kam, schienen Jennifer Grey und Patrick Swayze eine filmische Chemie zu haben, wie sie nur einmal in einer Generation vorkommt. Ihre schwüle Verbindung auf der Leinwand in Szenen wie der Hungry Eyes Montage oder dem ikonischen letzten Aufzug fühlte sich mühelos, elektrisch und zutiefst authentisch an. Aber die Realität hinter der Kamera war viel komplizierter. Und sie begann Jahre zuvor am Set eines ganz anderen Films. In Red Dawn von 1984, einem düsteren, actiongeladenen Kriegsfilm, der in einer dystopischen Version Amerikas spielt, waren Jennifer Grey und Patrick Swayze aufstrebende Stars in einem Projekt, das Intensität erforderte. Swayze spielte Jed Eckhart, den rauen, autoritären Anführer einer jugendlichen Widerstandsgruppe. Grey hatte eine kleinere Rolle als Toni Mason, eine der jungen Kämpferinnen, die in das Chaos hineingezogen werden. Die Dreharbeiten zu Red Dawn waren chaotisch und anspruchsvoll, staubige Landschaften, lange Tage und körperlich anstrengende Szenen. Aber was wirklich unter der Oberfläche brodelte, war nicht nur der Krieg auf der Leinwand, es war die wachsende Spannung zwischen Grey und Swayze hinter den Kulissen. Swayze, der einen Hintergrund in klassischem Tanz, Gymnastik und Kampfsport hatte, nahm sein Engagement für die Rolle sehr ernst. Vielleicht nahm er seine Rolle zu ernst. Selbst zwischen den Aufnahmen nahm er häufig eine militärische Haltung ein und bewies damit seine Fähigkeit, sich völlig in seine Rolle zu versenken. Er blieb in der Rolle, strahlte Kraft aus und gab gelegentlich sogar Anweisungen an die anderen Spieler, so die Mitglieder der Besetzung und der Crew, die sein Verhalten als äußerst engagiert beschrieben. Jennifer Grey war die bemerkenswerteste unter denen, die seine Professionalität und Disziplin überwältigend fanden, aber viele respektierten sie. Grey hingegen, die mit einer emotionalen Spontaneität und einem hohen Maß an Sensibilität an die Schauspielerei herangegangen war, empfand Swayzes Verhalten als bedrückend. Ihrer Meinung nach war sein Verhalten nicht von Engagement geprägt, sondern eher von Dominanz, Dogmatismus und Störung. Nachdem einige Zeit vergangen war, sagte sie, er musste alles unter Kontrolle haben. Ich konnte nie vorhersagen, in welchem Geisteszustand er sich befinden würde. Es schien, als würde ich vorsichtig auf Eierschalen laufen. Als Swayzes sprunghafte Energie das Set beherrschte, kämpfte sie darum, ihre Rolle trotz der emotionalen Belastung, die sie dadurch erfuhr, beizubehalten. Die ständigen Scherze, die er machte und die wahrscheinlich die Spannung brechen sollten, brachten sie aus dem Rhythmus, vor allem während der emotionalen Sequenzen. Sie empfand das, was er als Kameradschaft und Belustigung empfand, als störend und manchmal auch als erniedrigend, weil es ihre Perspektive betraf. Jennifer Grey wird den Eindruck, den Red Dawn bei ihr hinterlassen hat, nie vergessen, auch wenn der Film schon lange vorbei ist. Als sie später die Rolle in Dirty Dancing bekam und erfuhr, dass Patrick Swayze erneut die Rolle ihrer großen Liebe spielen würde, brach ihr das Herz. Anstatt aufgeregt zu sein, war sie von tiefer Sorge erfüllt. Was war das Geheimnis? Dass sie in der Lage war, die Liebesrolle von Baby gegen denselben Mann zu spielen, der ihr noch wenige Jahre zuvor so viel Unbehagen bereitet hatte? Es hing viel vom Ergebnis von Dirty Dancing ab. Der Zeitplan für die Produktion war knapp. Das Geld war begrenzt. Und das Drehbuch brauchte emotionale Authentizität, Vertrauen und Intimität zwischen dem Produktionsteam und dem Publikum. Zunächst waren ihre Energien so unharmonisch, dass sie den Film fast zum Scheitern brachten. Einmal mehr geriet Greys Ansatz, der intuitiv und emotional motiviert war, in Konflikt mit Swayzes Technik, die präzise und kontrolliert war. Ihre Übungen waren angespannt, ihre Chemie war angespannt und der Stress,
der hinter den Kulissen herrschte, war offensichtlich. Danach kam es jedoch zu einem unerwarteten Ereignis. Es ist unbestreitbar, dass der Konflikt zwischen den beiden dem Film ein unbestreitbares Element des Realismus verleiht, anstatt ihn zu ruinieren. Die Spannung, das Zögern und die Dynamik, die sich in Dirty Dancing auf so einprägsame Weise abspielt, waren nicht einfach nur inszeniert, sondern sie waren echt. Es war unsauber. Außerdem traf er den Nerv der Zuschauer auf der ganzen Welt. Tatsache ist, dass Jennifer Grey und Patrick Swayze nie perfekt zueinander gepasst haben. Sie hatten keine enge Freundschaft. In Sachen kreativer Stenografie hatten sie nichts gemeinsam. Und selbst die gemeinsame Arbeit war nichts, was sie wirklich gerne taten. Was sie jedoch gemeinsam hatten, war eine Flamme, die nicht aus Zuneigung, sondern eher aus Feindschaft entstand. Es war die Art von Funken, die unter bestimmten Bedingungen das Potenzial hat, etwas zu entfachen, das für immer auf Film festgehalten werden wird. Es war die Kollision ihrer Energien, die zur Magie beitrug. Wärme. Emotionen und eine geerdete Realität wurden durch die Farbe Grau vermittelt. Stärke. Kontrolle und ein glühendes Selbstvertrauen waren alles Eigenschaften, die Swayze besaß. Gemeinsam schufen sie eine turbulente Alchemie, die Johnny und Baby einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt hinterließ. Jennifer Grey bezeichnete die Zusammenarbeit mit Swayze im Rückblick als ein Minenfeld. Trotzdem ist aus diesem Minenfeld ein Film hervorgegangen, der auch nach Jahrzehnten noch die Zuneigung der Menschen findet. Denn die erfolgreichsten romantischen Beziehungen im Fernsehen beruhen manchmal nicht auf Harmonie, sondern auf Spannungen, Widerstand und einem sehr realen Kampf um die Beziehung zueinander. Jennifer Greys Kämpfe mit Patrick Swayze in Dirty Dancing. Jennifer Grey hatte sich am Ende der Serie Red Dawn feierlich geschworen, nie wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber das Schicksal und die Castingdirektoren hatten andere Pläne für sie. Als sich die Produzenten Jahre später auf die Suche nach dem perfekten Johnny Castle für die Rolle in Dirty Dancing machten, stießen sie auf eine Herausforderung nach der anderen. Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, musste man eine einzigartige Kombination aus tänzerischem Können, emotionaler Tiefe und weiblicher Ausstrahlung besitzen. Es war wichtiger, dass die Person, die sich bewegen, schmelzen und doch das Herz brechen konnte, als diejenige, die einfach nur hübsch aussah und eine Lederjacke trug. Jennifer Grey wurde bereits für die Rolle des Baby ausgewählt. Das Produktionsteam war jedoch völlig zum Stillstand gekommen. Erst als der Name Patrick Swayze fiel, machte es richtig Klick. Abgesehen von Jennifer war Swayze groß und kräftig. Und er hatte eine klassische Ballettausbildung. Jennifer war die einzige Ausnahme. Als sie seinen Namen hört, sank Grey der Magen auf den Boden. Die Anspannung von Red Dawn war plötzlich wieder da. Berichten zufolge teilte sie dem Team mit, oh, nein, nicht er. Sie konnte sich nicht vorstellen, an einem weiteren Projekt beteiligt zu sein, das mit kreativen Differenzen und emotionaler Instabilität behaftet war. Die Produzenten bestanden jedoch darauf, Swayze nicht aus seinem Vertrag zu entlassen. Ihre Lage war ziemlich prekär. Sie waren auf der Suche nach jemandem, der synchron mit dem Song eine Hebefigur machen und gleichzeitig die Sinnlichkeit, die Rebellion und die Romantik vermitteln konnte. Aus ihrer Sicht war Patrick nicht nur eine gute Wahl, er war die einzige verfügbare Option. Als sie ihn herbeiriefen, kam es zu einem unerwarteten Ereignis. Es war die Entschuldigung, die diese Veränderung bewirkte. In der allerletzten Minute vor den geplanten Probeaufnahmen nahm Swayze Jennifer zur Seite. Es war für sie unmöglich, sich an diesen eingebildeten Co-Star zu erinnern. Obwohl er mit unerledigten Aufgaben belastet war, beeindruckte mich dieser Mann durch seine bemerkenswerte Bescheidenheit. Nachdem einige Zeit vergangen war, stellte sie fest, dass er sein Bedauern ausgedrückt und mir in die Augen geschaut hatte. Sein Tonfall war erschüttert. Die Tränen begannen zu fließen. Es war nicht einfach nur ein Schauspieler, der sich bei einem Kollegen entschuldigte. Es war viel mehr als das. Da war ein Mann, der seine Gefühle zum Ausdruck brachte. Es war das erste Mal, dass Jennifer über das Getöse hinausblicken konnte. Im Gegensatz zu dem Macho aus Red Dawn wollte dieser Mann mit ihr zusammenarbeiten, anstatt sie zu dominieren. Er kam heraus und sagte, wir könnten es töten. Wenn wir das schaffen würden, könnten wir es ausrotten. Irgendwie hatte sie ein neues Gesicht. Obwohl sie noch kein volles Vertrauen in ihn hatte, gab sie ihr Einverständnis für die Vorführung. Alle waren von den folgenden Ereignissen überrascht. Nachdem Patrick Swayze und Jennifer Grey vor die Kamera getreten waren, schlug die Stimmung um. Die Reibung, die zuvor die Zusammenarbeit behindert hatte, entfachte plötzlich etwas Magnetisches. Die Chemie zwischen ihnen
die in der Vergangenheit turbulent gewesen war nun berauschend. Begrenzte Kraft trifft auf reizvolle Unbeholfenheit. Seine Selbstsicherheit war vergleichbar mit ihrem ersten Zögern. Sie schoben und zerrten aneinander, als seien sie gegensätzliche Kräfte, die dennoch zusammengehörten. Einer der Produzenten sagte später, es sei roh gewesen. Sie waren nicht in der Lage, der Situation zu entkommen. Schauspielerei war nicht im Spiel. Eine Verletzlichkeit. Ein Feuer und eine Spannung sind vorhanden. Sie war in der Tat echt. Es war nicht nötig, sie zu führen, Johnny und Baby zu sein. War alles, was sie taten. Jennifer und Patrick wurden die Rollen in offizieller Funktion zur Verfügung gestellt. Die Chemie zwischen den beiden war nicht zu leugnen. Hinter den Kulissen wurde dagegen mit den alten Routinen gebrochen. Trotzdem änderte sich die Reibung nicht. Zuweilen stellte er Gray weiterhin vor Herausforderungen. Swayze, der für seinen Hang zum Perfektionismus bekannt war, verlor gelegentlich die Beherrschung. Kennen Sie den bekannten Moment, in dem Sie in der Ecke weinen? Die Tatsache, dass Gray sich nach einer schwierigen Aufnahme mit Swayze in diesen emotionalen Zustand versetzen musste, ist ein Beweis dafür, dass die Darbietung mehr als nur hervorragende Schauspielkunst war. Willst du auch die berühmte Zeit meines Lebens mitnehmen? Da Jennifer Angst davor hatte, musste Patrick mehr Gewalt anwenden, als ihr lieb war, um sie zu beruhigen, wenn sie unruhig wurde. Trotzdem war die Push-and-Pull-Strategie erfolgreich. Der Kampf, den sie abseits des Bildschirms austrugen, trug dazu bei, ihre Romanze auf dem Bildschirm zu verstärken. Sie taten nicht nur so, als wären sie Gegensätze, um sich zu verbinden, sondern sie waren wirklich Gegensätze. Außerdem war es klar, nach der Veröffentlichung von Dirty Dancing kreuzten sich die Karrieren von Jennifer Grey und Patrick Swayze nur noch selten. Obwohl die Chemie zwischen den beiden zum Stoff für Filmlegenden wurde, war ihre Arbeitsbeziehung weiterhin durch eine Mischung aus intensiver Bewunderung und emotionaler Distanzierung gekennzeichnet. Jennifer Grey sagte, dass wir, obwohl wir nicht von Natur aus zusammenpassen, in der Lage waren, etwas zu schaffen, an das man sich noch sehr lange erinnern wird. Nach dem Tod von Patrick Swayze im Jahr 2009 hat Grey auf sensiblere Art und Weise offenbart, dass er ein echter Cowboy mit einem zarten Herzen war. Obwohl es keine romantische Komödie war, bereue ich immer noch, dass ich ihm nicht mehr Wertschätzung entgegengebracht habe, als wir den Film drehten. Jeder von ihnen hatte eine Liebesgeschichte zu erzählen. Es ist eine Art von Liebe, die herausfordernd, unaufgeräumt und glühend ist. Diese Art von Liebe war in der Lage, die Leinwand dauerhaft zu beschmutzen und gleichzeitig Magie darauf auszuüben. Die Entschuldigung wurde in ehrlicher Absicht angeboten. Die Forscher führten einen elektrischen Bildschirmtest durch. Trotzdem blieben die Spannungen zwischen Jennifer Grey und Patrick Swayze bis vor kurzem ungelöst. Eine bessere Beschreibung wäre, dass es begraben war und auf den richtigen Zeitpunkt wartete, um wieder aufzutauchen. Um die Situation noch zu verschärfen, eskalierte die Spannung fast unmittelbar nach Beginn der Dreharbeiten. Der Film war nie eine ausgefeilte Produktion, die in Hollywood hergestellt wurde. Tans, der schmutzig ist. Sie war nicht nur aggressiv und rau, sondern stand auch ständig kurz davor, zu zerbrechen. Außerdem legten Jennifer und Patrick mehr Wert darauf, dass sie eine Liebesgeschichte überleben konnten, als darauf, sie zu erzählen. Lake Lure, eine malerische Gegend in North Carolina, wurde als Drehort für die Produktion ausgewählt, was sich jedoch schnell als komplizierter logistischer Albtraum erwies. Klebrig, schwül und voller Mücken. Im Juli war die Hitze im Süden unerträglich. Kostüm, die auf der Haut klebten. Als die Schminke schmolz, erhitzten sich die Gemüter. Kampf und Schweiß waren die einzigen Dinge, die hier zu finden waren. Es gibt keinen Glitzer. Wie sieht das Budget aus? Unglaublich dürftig. Die Darsteller und die Crew von Dirty Dancing hatten nicht einmal funktionierende Wohnwagen oder Klimaanlagen. Bei den Kulissen wurde improvisiert. Es wurde beschlossen, die Kostüme wieder zu verwenden. Blinde Hoffnung und Klebeband wurden regelmäßig eingesetzt, um den Zusammenhalt der Orte aufrechtzuerhalten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Darsteller 14-Stunden-Tage in der sengenden Hitze arbeiten, mit sehr wenig bis gar keiner Erholung und einem deutlich reduzierten Komfortniveau. Als sich Patrick Swayze während einer der intensiven Tanzsequenzen am Knie verletzte, stellte dies eine große Herausforderung für die Produktion dar. Es handelte sich dabei nicht um eine leichte, sondern um eine schwere Verstauchung. Der Beruf des Tänzers, den Swayze ausgeübt hatte, führte zu einer Reihe von Gelenkproblemen, die dazu führten,
dass er die Dreharbeiten immer wieder abbrechen musste. Die Szenen müssen so schnell wie möglich umgeschnitten werden. Wenn Sie von Hollywood-Geschichten wie dieser fasziniert sind, vergessen Sie nicht, sich anzumelden und auf die Benachrichtigungsglocke zu tippen. Wir haben noch mehr Geheimnisse hinter den Kulissen für Sie parat. Dirty Dancing, ein Kampf um das emotionale Gleichgewicht. Es gab mehrere Aspekte der Choreografie, die geändert oder eliminiert werden mussten. Mit Hilfe von Cortisonspritzen, Kältepackungen und schierer Entschlossenheit blieb Swayze während der ganzen Tortur standhaft. Währenddessen hatte Jennifer Grey bereits mit den emotionalen Auswirkungen ihres früheren Streits zu kämpfen. Und nun musste sie mit ansehen, wie ihr Co-Star mit seinen Ängsten kämpfte, während sie gleichzeitig praktisch jeden Schritt der Tanzroutinen koordinierte. Das war eine schwierige Situation für sie. Es herrschten extrem angespannte Bedingungen. Was sind die emotionalen Durchbrüche des Bildschirmtests? Er hat sich zu einem schlechten Zustand verschlechtert. Es war die Rückkehr zu den alten Mustern. Im Gegensatz zu Swayzes akribischer Genauigkeit zeichnete sich Jennifers Technik durch einen emotionalen und improvisatorischen Ansatz aus. Während des gesamten Trainings wurde er angewiesen, jede einzelne Bewegung, jeden Winkel und jeden Rhythmus auszuführen. Indem sie sich auf ihren Instinkt verließ, versuchte sie, sich durch alle Umstände durchzuarbeiten. Was würde passieren, wenn ihr Bauchgefühl nicht mit dem ihren übereinstimmte? Aber es gab keine romantischen Funken. Die Spannungen in ihrer Beziehung wurden hinter den Kulissen deutlich. Einige Mitglieder des Teams sagten, dass sie sich während der Proben regelmäßig stritten, zwischen den Aufnahmen kaum miteinander kommunizierten und dann plötzlich umdrehten und nach den Aufnahmen eine makellose und wütende Performance ablieferten. Die Ungleichheit der Fähigkeiten führt zu einer Teilung der Tanzfläche. Die Fähigkeit zu tanzen wird als eine der wichtigsten Voraussetzungen angesehen. Patrick Swayze, ein berühmter Schauspieler, war sicherlich mehr als das. Bevor er von Hollywood angesprochen wurde, hatte er sich bereits als professioneller Balletttänzer etabliert, indem er mit renommierten Ensembles auftrat. Er nahm die Choreografie so ernst wie ein heiliges Buch und überlegte sich jede einzelne Bewegung genau. Jennifer Grey hingegen hatte in ihrem ganzen Leben nie Tanzunterricht erhalten. Obwohl es ihr schwerfiel, mit den technischen Übungen Schritt zu halten, war sie ausdrucksstark und mit dem zugrunde liegenden emotionalen Kern ihrer Figur verbunden. Entweder vergaß sie die Bewegungen, lachte aus der Rolle heraus oder verlor den Takt des Tanzkurses. Mehrere Szenen wurden mehrfach neu gedreht. Gelegentlich fing sie mitten in einer Drehung an zu kichern, was dazu führte, dass sich die Dreharbeiten um mehrere Stunden verzögerten. Swayze verlor daraufhin den Verstand. Für ihn war das Tanzen eine Form der Selbstdisziplinierung. So wie sie es sah, war es ein Spiel. Ihre Strategien standen in direktem Gegensatz zueinander, und jeder Fehler verstärkte die ohnehin schon vorhandene Anspannung in der Szene. Nach einiger Zeit verrieten Mitglieder der Besetzung, dass sich die beiden Schauspieler vor den geplanten Sequenzen regelmäßig die Stirn runzelten, weil die Atmosphäre so angespannt war. Die Behandlungen wurden häufig in aller Stille durchgeführt. Die Spontaneität von Jennifer strapazierte Swayzes Geduld, und sie fühlte sich in seiner Gegenwart emotional unwohl. Wie dem auch sei, jedes Mal, wenn Handlungsbedarf bestand, kam es zu einem merkwürdigen Vorfall. Das war eine Veränderung. Als sie im Fernsehen auftraten, verwandelten sich ihre ungelösten Spannungen, ihre jahrelangen Missverständnisse, ihr Ärger und ihr emotionales Missverhältnis plötzlich in eine pure, authentische und explosive Chemie. Neben Johnny und Baby haben sie auch andere Rollen gespielt. Die beiden Personen waren Johnny und Baby, zwei Menschen, die aus unterschiedlichen Welten kamen, aber durch eine unerklärliche Verbindung zueinander hingezogen wurden. Grey hatte manchmal das Gefühl, zu ersticken, während Swayze sich als engagierter Partner betrachtete, der daran arbeitete, ihre jeweilige Arbeit zu verbessern. Während der Proben übernahm er die Choreografie, korrigierte sie körperlich oder gab ihr harsche Kommentare, die ihr das Gefühl gaben, sie sei nicht wichtig. Später gab sie zu, dass seine Techniken trotz der Tatsache, dass sie von Leidenschaft angetrieben wurden, manchmal als mehr als notwendig empfunden werden könnten, obwohl sie Raum brauchte, um ihre emotionale Wahrheit und ihren Rhythmus zu entdecken. War Swayze nur darauf bedacht, es richtig zu machen, da er von Anfang an in der Denkweise eines Tänzers gefangen war. Das Ergebnis ist ein emotionales Schleudertrauma. Es gab einen Moment, in dem er ihr dabei half, einen schwierigen Aufzug zu überwinden. Nach dieser Erfahrung fühlte sie sich erniedrigt, fehl am Platz und nicht mehr synchron. Durch ihre Zusammenarbeit gelang es ihnen,
ein Spiel zu kreieren, das ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Chaos, Macht und Zerbrechlichkeit bot. Im Nachhinein betrachtet war der bemerkenswerteste Aspekt von Dirty Dancing tatsächlich der Sturm aufeinanderprallender Stile, individueller Geschichten und emotionaler Intensität, den der Film darstellte. Mit echtem Gefühl war jeder schwankende Schritt, jede leidenschaftliche Tanzbewegung und jeder ergriffene Blick voll von echten Gefühlsäußerungen. Die Chemie zwischen den drei Personen wurde nicht künstlich hergestellt, sondern durch den tatsächlichen Kampf zwischen ihnen entwickelt. Dadurch wirkte es sehr echt. Die Magie wurde von einem Gefühl des Wahnsinns begleitet. Und hinter dem Wahnsinn verbarg sich etwas seltsam Schönes. Die abschließende Aufzugssequenz gilt weithin als einer der denkwürdigsten Momente, die in den 1980er Jahren veröffentlicht wurden. Andererseits wissen die wenigsten, dass Jennifer Grey nie einen Versuch unternommen hat, das Stück zu proben, dass sie Angst hatte, fallen gelassen zu werden, und dass sie es nicht gespielt hat. In Wirklichkeit war ihre Angst vor Fahrstühlen nicht nur eine niedliche Eigenart, sondern vielmehr ein Produktionsalbtraum. Patrick Swayze, ein Mann, dem man beigebracht hat, jedes Detail zu begreifen, war über dieses Verhalten wütend. Die Tatsache, dass er eine so wichtige Technik nicht geprobt hatte, stand im direkten Widerspruch zu all dem, wofür er stand. Da er sich während der Dreharbeiten auch von einer Knieverletzung erholte, war seine körperliche Belastbarkeit sehr gering. Um das zu relativieren: Als die Kameras beim ersten Versuch liefen, lagen sie absolut richtig. In diesem Moment herrschte eine echte emotionale Anarchie, ungelöste Spannung und pures Adrenalin. Deshalb ist der Film auch so eindringlich. Der Moment im Film, in dem Johnny mit seinen Fingerspitzen über Babys Arm streicht und sie in ein unkontrollierbares Lachen ausbricht, ist eine der berührendsten Szenen des Films. Das Publikum hat es absolut genossen. Aber was ist mit Patrick Swayze? Überhaupt nicht. Schauspielerei war nicht im Spiel. Das Lachen, das Jennifer Grey erlebte, war absolut euphorisch. Mit ihrem Körper war sie nicht in der Lage, ihr Gesicht gerade zu halten, und sie fühlte sich unglaublich kitzlig, wenn man sie berührte. Mit zunehmender Gereiztheit entwickelte Swayze ein Gefühl der Ungeduld. Bei jedem fehlgeschlagenen Versuch schien es, als ob Zeit verschwendet worden wäre. Trotzdem hatte Emil Ardolino, der Regisseur, ein Gefühl der Verwunderung. Nach einiger Zeit kamen die Produzenten zu der Erkenntnis, dass die Szene wirklich etwas Echtes eingefangen hatte. Die begeisterte Hingabe von Baby und Johnnys strenger Unmut über die Situation, da er dafür sorgte, dass die Kameras weiterliefen. Diese Spannung war das Herzstück ihres Kontakts miteinander. Zitternd, rau und voller Adrenalin war es ein erschreckender Anblick. Nichtsdestotrotz war es ein erfolgreiches Unterfangen. Der Aufzug wurde zum emotionalen Höhepunkt des Dirty Dance und zu einem Symbol der Unsterblichkeit in der Populärkultur, wenn er aufgeführt wurde. Jennifer Greys emotionale Kämpfe in Dirty Dancing. Ist es wahr, dass es das Ergebnis echter, unterdrückter Gefühle war? Deshalb hat es die Menschen bewegt. Jeder einzelne Fehltritt wurde von ihnen persönlich genommen, murmelte Swayze vor sich hin, obwohl er bereits körperliche Qualen und den psychischen Druck, der mit der Teilnahme an dem Film verbunden war, verspürte. Einmal stürmte er sogar von der Bühne, obwohl er sich erst einmal beruhigen musste. Jennifer Grey hingegen konnte alles gut verkraften. Sie hat nicht versucht, sich zu wehren. Indem sie den Hass aufnahm und nutzte, übertrug sie ihr Unbehagen auf die Offenheit und Verletzlichkeit von Baby. Das hatte allerdings seinen Preis. Ein Geständnis, das den ganzen Raum zum Beben brachte. Nachdem einige Zeit vergangen war, erzählte Jennifer Grey allmählich, wie emotional schwierig diese Momente vor all den Jahren gewesen waren. Sie erwähnte, dass es Momente gab, in denen sie sich verletzlich und unbemerkt fühlte. Sie sagte, dass die dominante Ausstrahlung, die Swayze ausstrahlte, ihr das Gefühl gab, minderwertig zu sein. Aber sie beschuldigte ihn nie, etwas Falsches zu tun. Ein umfassenderes Bild boten ihre Eingeständnisse, zu denen auch die Belastung gehörte. Auf Kommando verführerisch, charmant und elegant sein zu müssen und gleichzeitig mit einem Co-Star zu jonglieren, bei dem sie sich emotional nicht immer wohlfühlte. Die Öffentlichkeit hatte sich positiv über ihre Chemie geäußert. Grey hingegen verriet, dass eine Gage im Spiel war. Das Kinopublikum glaubte jahrelang, dass die schwelende Beziehung zwischen Baby und Johnny einfach nur bezaubernd war. Andererseits sagte Jennifer Grey in einem offenen und aufschlussreichen Interview,
dass Patrick Swayze sie während der verführerischen Übungssequenzen eher mit Abscheu als mit Verlangen statt mit Liebe anstarrte. Dieser Mann war so eisig. Sie erinnerte sich in direkter Weise an ihn, und in ihrer Stimme schwang das Gewicht ihrer Erinnerung mit. In diesem Moment entschied sich Grey für sein Schweigen, da er sich Sorgen über die Konsequenzen machte. Das Schweigen scheint ein Mittel zu sein, um zu einem Zeitpunkt in der Geschichte Hollywoods zu überleben, als Frauen gewöhnlich als hart bezeichnet wurden, weil sie Grenzen setzten. Es gab Zeiten, in denen am Dirty Dance Set nicht nur gelächelt, geschwungen und kokettiert wurde. Die Produktion stand unter großem Druck, der durch ein begrenztes Budget und einen knappen Zeitrahmen für die Dreharbeiten verursacht wurde. Die Spannung war bei allen Beteiligten spürbar. Trotzdem wurde Greys emotionale Belastung durch die eisige Beziehung, die sie zu ihrem Hauptdarsteller hatte, noch verstärkt. Hinter der Kamera hatte sie das Gefühl der Entmenschlichung und Entfremdung. 2 junge Stars, 2 Energien, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und wenig Zeit, um das herauszufinden. Wenn das Publikum Schmerzen verspürte, deutete es diese häufig als Erregung. Eine Übungsmontage voller Gelächter, Fummelei und glühenden Blicken wird für immer als einer der denkwürdigsten Momente der Filmgeschichte in Erinnerung bleiben. Die meisten Menschen hingegen sind sich der Angst, die sie in solchen Momenten empfinden, wahrscheinlich nicht bewusst. Sie war echt, aber sie beinhaltete keine Handlung. Unter der Oberfläche brodelte ein Gefühl von Macht, Irritation und Verachtung, das gemurmelt wurde. Jennifer bemühte sich, ihre Fassung zu bewahren. Es wurden kaum Anstrengungen unternommen, um Patricks Irritation zu verbergen. Trotzdem war es gerade das, was der Handlung ihr spannendes und unvergessliches Element verlieh. Ein Beispiel dafür wäre die Nutzung der emotionalen Alchemie, um Unbehagen in Reichtum umzuwandeln. Als Dirty Dancing im August 1987 in die Kinos kam, waren die Erwartungen an den Film sehr gering. Der Film war ein seltsames Historienschauspiel, hatte ein begrenztes Budget und enthielt keine bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler. Dennoch geschah in kurzer Zeit ein unglaubliches Ereignis. Das Publikum war völlig gefesselt. Am Ende hatte der Film weltweit fast 214 Millionen $ eingespielt. Der Soundtrack kam gut an. Der Song I've Had the Time of My Life erreichte nicht nur die Spitze der Charts, sondern wurde auch mit 2 Preisen ausgezeichnet, einem Oscar und einem Golden Globe. Es dauerte nicht lange, bis Patrick und Jennifer berühmt wurden. Die Ironie, der gleiche Schmerz, den beide zu verbergen versucht hatten, trug wesentlich zur Wirkung des Films bei. Jennifer Grey erkannte, dass dieses Ereignis in den Jahren nach der Veröffentlichung des Films bei ihr widersprüchliche Gefühle hervorgerufen hatte. Trotz der Tatsache, dass ihr Publikum vor Begeisterung triefte, hatte sie immer noch mit dem stillen Schmerz zu kämpfen, auf der Bühne ignoriert und respektlos behandelt worden zu sein. Trotz des Beifalls und der Zuneigung, die er von seinem Publikum erhielt, hatte Grey häufig das Gefühl, in der Rolle von Baby, dem süßen und unschuldigen kleinen Mädchen, das tanzen lernte und sich verliebte, gefangen zu sein. Diese Rolle hat sie nicht nur definiert, sondern auch einen Schatten auf sie geworfen. Das änderte sich erst, nachdem einige Jahre vergangen waren, für den Dokumentarfilm über Dirty Dancing, der 2004 veröffentlicht wurde, trafen sich Patrick und Jennifer wieder für den Film. Der Ton ist sanfter geworden. Wir hatten das Ende der Zeit erreicht. Grey lobte öffentlich das Engagement von Swayze. Als Reaktion darauf erkannte er sowohl ihr Talent als auch ihre Zerbrechlichkeit an und gab sogar zu, dass er vielleicht zu hart zu ihr war. Dieses unausgesprochene Eingeständnis war wirklich wichtig. Nach einer jahrelangen Ruhephase konnten sie endlich mit Mitgefühl zurückblicken, nicht nur für sich selbst, sondern auch für den anderen. Nach der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im Jahr 2008 entschied sich Jennifer, mit Patrick Swayze in einem vertraulichen Rahmen zu kommunizieren. Die Geschichte ihres Volkes, in all ihrer Brutalität und Schönheit, hatte sich zu etwas viel Tieferem entwickelt. Ein Band, das durch die Arbeit und die Leistungen beider Parteien entstanden ist. Patrick war ein einzigartiger, wundervoller, vielseitiger und sensibler Mann, so Grey, die diese Aussage nach seinem Tod im Jahr 2009 machte. Es war nicht mehr so, dass sie wütend wurde, wenn sie über ihn sprach. Nur die Wahrheit und die Gnade als letzter Schritt. Ihre Ideen veranschaulichten, wie es 2 Menschen mit so grundverschiedenen Persönlichkeiten trotz des Aufwands geschafft haben, etwas zu schaffen, das als Klassiker gilt. Die ungeschliffene und unregelmäßige Beziehung, die sich zwischen Grey und Swayze entwickelte,
war kein Zufall. Sie entstand als Folge echter individueller Emotionen. Es geht sowohl um das Handeln als auch um das Fühlen, das Unbehagen, der Kampf und die Hingabe eines Individuums. Alles war vorhanden und wurde berücksichtigt. Die Wirkung wurde von Millionen von Menschen wahrgenommen. Der Film Dirty Dancing wurde zu einem kulturellen Klassiker, weil er mehr als nur eine Liebesgeschichte auf der Leinwand darstellte. Trotz ihrer Differenzen gaben die beiden Darsteller alles, was zu einem intensiven Konflikt zwischen ihnen führte. Und denken Sie einmal darüber nach. Hinter all dem verführerischen Tanz steckte ein Wirbelsturm aus quälender Angst und völliger Stille. Hätte Jennifer die Wahrheit sagen sollen, oder war ihr Schweigen der Grund dafür, dass der Film zu einem Meisterwerk wurde? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, dieses Video zu mögen und es zu abonnieren, um weitere Geschichten jenseits der Leinwand zu hören. Denn manchmal finden die größten Auftritte statt, wenn die Kameras nicht mehr laufen.